Corrie, and I'm married to Torsten, and so you already know all about our kids and our family. The only thing I'd like to add is that I work with the SBS now, but I came to the SBS through the Worldview School, so I'm a worldview and Bible person. Yeah, okay. And the thing that I can get really excited about with teaching is just discovering things together. So I like to have conversations during the teaching time and hear what you guys are seeing and try and show you a few new things if I can. Yes. I have a question. Are you from Germany or from America? Oh, I'm originally from the U.S. Oh. I'm from Florida, but lived all over. Most of my adult life was in Europe, either Switzerland or Germany. Well, that speaks for your German. Mm-hmm. Yes. So I understand German. I speak German. I was not willing to have children who spoke a different language than me. So. Okay. So we're going to talk about Acts this morning. Wir schauen uns die Apostelgeschichte heute an. And I'm going to be like Torsten and say this is one of my favorite books ever. Und ich werde wieder Thorsten sein und werde sagen, das ist eines meiner Lieblingsbücher. Which always makes me laugh when Torsten says that, because there are very few books that aren't one of his favorite books ever. Und da muss ich immer lachen, weil es wenige Bücher gibt, die nicht seine Lieblingsbücher sind. But I love Acts. Aber ich liebe die Apostelgeschichte. I love I see a certain kind of humor in Acts as well. Und ich kann auch einen gewissen Humor in dem Buch sehen. I think a lot of times when we look at the individual stories in Acts, it could come across as almost like, almost the way we see superhero stories. Und manchmal gehen wir durch das Buch durch und wir finden fast so eine Art Superhelden in dem Buch. And we start to see the apostles as the superheroes. Und wir sehen die Apostel und sehen sie als Superhelden an. But I think if we read between the lines a little bit, and if we look at who the apostles were, it's more, it's more like the bumbling heroes. Aber wenn wir zwischen den Zeilen lesen und uns genauer anschauen, was das für Helden waren, dann merken wir auch, dass sie ein paar Stolpersteine hatten. And I think in some places it's like the Holy Spirit is playing with all the rivalries and all the interesting beliefs of both the apostles and the Jews and the Gentiles. It's like it's a very gentle humor, but there's humor there. Und dann merken wir auch, wie der Heilige Geist auch diese Konflikte oder die Spannungen benutzt zwischen den Aposteln, den Juden, den jüdischen Gläubigen. Und da ist schon auch ein unterschwelliger Humor mit sichtbar. But I'd like to start with, I know you read Acts, when was that, Tuesday and Wednesday you read Acts, is that right? Yes, okay. And have you read any other books since then? Habt ihr seit der Apostelgeschichte irgendein anderes Buch gelesen? I read first Peter yesterday. Okay. Okay. All right. Well, from reading Acts, if you can think back to reading Acts, did you have any questions? Are there any things that came up that you felt like, oh wow, that needs a little more explanation? Habt ihr euch Fragen aufgeschrieben, als ihr die Apostelgeschichte gelesen habt? Sind euch Sachen vielleicht aufgefallen, irgendwas, wo ihr noch Fragen dazu habt? Just so if there are those things, I can try and... Yeah, of course there's a big question. Why, and I actually know the answer, why is it so easy for them doing all those miracles, just go anywhere? When someone dies, they just lie on him and say, come on, get up. It sounds so easy. It's not a lot praying and fasting and
doing weird stuff. Yeah, Just yeah. Cool. Warum, und ich weiß auch eigentlich die Antwort darauf, aber warum passiert alles so leicht? Also wenn man das liest, alles was sie machen, wenn sie irgendwie beten, wenn jemand stirbt, dann legen sie sich drauf und der ist dann gleich wieder, der weckt dann gleich wieder auf. Und warum passieren die Sachen ohne großes Gebet, ohne Fasten? Das ist alles so locker flockig. yeah. Okay, so if you know the answer, what is it? Und wenn du die Antwort dann Yeah, kennst, because they had this close relationship with the Holy Spirit. They received the baptism through the Holy Spirit, and He was in them, and they knew about this power. also es war schon, dass sie getauft worden sind im Heiligen Geist und die Kraft des Heiligen Geistes in ihnen gewirkt hat und sie waren sich auch bewusst, welche Kraft in ihnen herrscht. Maybe they had doubts sometime, but I can't really read about it. And if they had doubts, they knew how to handle them quite Vielleicht fast. haben sie hin und wieder doch auch gezweifelt. Man liest eigentlich nichts darüber, aber wenn Zweifel da war, dann haben sie damit recht schnell, das haben sie schnell beiseite geschoben und weitergemacht. Yeah. Yeah, why did it surprise you then? Warum hat es dich dann überrascht? Because it's not normal. Thing I would say. Because often in church when they pray for healing, it's a lot of we have to pray in the right way. We have to do this and that. And if it doesn't work, then we did something wrong. We prayed in the wrong way. But they didn't care how they prayed. They just opened their mouth. Man kennt es aus den Gemeinden oder Kirchen oft anders. Da muss man auf eine gewisse Art und Weise beten und wenn es nicht funktioniert, dann muss man es nochmal anders machen. Und hier ist es einfach, denen scheint es egal, wie sie das sagen oder was sie machen genau. Es passiert einfach, also heute scheint es so viel komplizierter oder komplexer zu sein. Yeah. It's not a religion about healing or stuff, it's just commanding. Es ist ja keine Religion, es ist oft einfach der Befehl der Heilung und es geschieht. Did they, what did you observe about, I mean, you already said it's not a religion about healing. Did you observe the things that they did when there were healings or demons cast out or things like that? Hast du ein bisschen beobachtet, was sie gemacht haben, wenn sie den Dämonen befohlen haben zu gehen oder wenn sie geheilt haben? Also hast du ein bisschen geschaut, was da passiert ist? Yeah, I think the most obvious point is the authority, because there was one story when this guys, they said, in the name of Jesus and Paul who preaches Jesus, we command you to leave. So they tried to copy the authority of Paul, but they didn't speak with their own authority they had through the Holy Spirit. Also es geht viel um Autorität, wo sie darüber sprechen, wo Leute dann das machen im Namen von Jesus, im Namen von Paulus und so weiter. Und wenn das die Menschen kopieren oder anfangen nachzumachen, dann fehlt ihnen oft die eigene Autorität oder auch die Kraft des Heiligen Geistes und dann funktioniert es nicht. Yeah, and I think it's interesting that it doesn't seem like they do the same thing twice. Und was interessant ist hier, man sieht selten, dass eine Sache zweimal geschieht. There are similar things, Es gibt ähnliche Sachen, but there's everything from, laying down on top of somebody and saying, hey, get up, und es gibt so Sachen wie, hey, da legt sich einer auf den einen drauf und sagt dann, jetzt steh auf, to someone just touching one of them with a handkerchief and taking it home and somebody's healed. oder der andere, der dann einfach das Taschentuch von jemandem berührt, das mit nach Hause nimmt und dann wird der daheim auch geheilt. And you notice something important there, that somebody tried to take something they had done and copy it as a formula. Und dann hast du das gut beobachtet, es gab diese eine Stelle, wo jemand was beobachtet hat und es als Formel praktisch mitnehmen wollte, kopieren wollte und dann ging es nicht. And they shot themselves in the foot. Und dann haben sie sich eigentlich selbst damit benachteiligt. Yeah, really good observation. It's kind of frustrating sometimes to look at these stories of the apostles and the authority that they seem to have had, and want to be able to lay our hands on our sick friend and make them, and just command them to be better. Es ist manchmal ein bisschen frustrierend auch zu gucken, wie einfach das hier geht und manchmal wünschen wir uns auch, wir könnten einfach die Hand auflegen bei unseren kranken Freunden, das befehlen und es geschieht. And we want there to be a formula. Und wir würden uns wünschen, es gäbe eine Formel, eine Gleichung, wie das einfach geht. Okay.
Anything else? Yes. Yeah, I have a question. While I was reading Acts, my favorite line was when Paul says, I am a Roman citizen. And then like the whole situation were changed. It was so fun to see. And I was just wondering at that time how they prove that himself, we have passport or identification that we can show. Like in the movie, they show like, I am this person. But I was really wondering when I was reading, how can he prove himself that? Because I think if it's done by saying, then I think everyone can say in difficult situation that I am a Roman citizen. That was my first question. Any historical background you can give? And second question was, Paul was really in danger, and after he got beaten up, and then he says, actually, I am a Roman citizen. So I was really wondering, I understand, but why didn't he tell at the first place? Then maybe he wouldn't have beaten up. And then at the later chapter, Paul, every people stop him, like now situation is really bad, so please don't go. But he tried to go, so his friend who was in high position told Paul that, hey, seriously, it's really not the situation. I really recommend you not to go. So he just, and then Paul decided not to go. And before here, I was in India for campus ministry. And when we went out to unreached people, so many people who try to make radical action was so inspired by Paul, because they say, we are doing for God and God will protect us. And see like how Apostle Paul did his ministry in Acts, how bold he was. But I think even in Acts, his friends stopped him and people who prayed for Paul stopped him. But Paul was really trying to face the struggles and difficulties, which he could have really been dead if he really went out. So practically, I'm not sure about this line between being bold in a ministry field, especially in like Hindu or Muslim area, or because I think somehow it's not hiding because they are coward, but I really not sure about this line between being bold and be hold back in the ministry. Yeah, it's a good question. Sehr gute Frage. I'm just gonna write it down so I don't forget it. Sure. Line between boldness and foolishness, maybe, or recklessness. Why? I don't know. Consciousness. I didn't understand what was the last word you said? Awareness about the timing to hold back. Okay, I'm going to come back to that one when we get to Paul, but I'll tell you from right now that I have no idea how they proved their Roman citizenship. Probably somebody knows that, but so far. When I was asked that in small group, I was also like, that's a really interesting question. But Yeah. I wonder. I don't know. I do. I'm pretty sure there were serious consequences for claiming a Roman citizenship if you weren't actually a Roman citizen. Also ich glaube, es gab auch Konsequenzen dafür, wenn du jetzt gesagt hast, du bist römischer Bürger und du warst keiner, also wenn du praktisch gelogen hast. Aber wie man das genau nachprüft, kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Yeah. I'm sure there were ways to prove it. Es gab mit Sicherheit irgendwie eine Art und Weise, wie man das nachgewiesen hat. I mean, just gossip channels are usually enough to keep
everybody honest. Also oft ist es einfach auch nur das Gerede der Menschen oder man sieht, man kennt einander und wenn man dann irgendwie ein Gerücht in die Welt setzt, dann wird das oft auch offenbar. Ja. Yes. I see on one hand all these healings, strong movement of the Holy Spirit, but on the other hand also strong consequences when someone is doing something wrong. Like what? Like Hananiah and Yes. Sapphira. So Yes. to me it looks like there are two extremes, like the Holy Spirit moving and using shadow to heal people, but also killing people when they sin against him, or especially I think maybe probably were also leaders, like Christians, I don't know. Also was mir aufgefallen ist, dass es sehr viele starke Heilungen, viele Wunder gibt, viele solche extreme Taten, die gut sind und dann aber auch extreme Strafen, wenn etwas schief geht, wenn jemand ungehorsam ist, wenn jemand vielleicht sogar leitende Position hat und dann was machen, was sie eigentlich nicht tun sollen, das wird extrem bestraft. Yes, and we will definitely talk about that. Darüber werden wir noch sprechen. I think I also, I like the book actually, it's also my favorite book because of the worldview in the book, especially with Paul. I noticed that the kind of a new dimension of how Paul get some people becoming a Christian, because some of those say he persuaded some through like conversation, history of their belief, Pharisee, the Henry, that's another thing I observed. And then the way Paul does his thing, it looks a bit different than other apostles. I don't know, I think, well, I could say maybe because of his knowledge, or so much of knowledge that he knows about all these Henry, Pharisee, and all these guys and his experience. But it seemed to me that as soon as he had that encounter, he seemed to have known Jesus probably more than the other disciples that had actually been with Jesus, the way he does some of the, one of the things that I kept asking questions, if the story of the young girl that was demon possessed that could tell the future, and she kept pointing people that, hey, listen to these people because they will tell you about salvation. So I was wondering why, well, she's actually doing good things. Why was that so annoying? Pointing the people to Paul that listened to them, and then Paul got angry like she was doing that, and then he rebuked the demons out of her. So I kind of don't know why. Not that she was against them, but rather she was sending the people to listen to him. Yes. And the master lost his business, of course, which became a problem for Paul. It's a pretty good question. Okay. I think it actually says that in the ESV. Paul got annoyed. Oh, Yeah. Okay, Miriam, you had a question too. Yes, in der Apostelgeschichte ist doch diese Stelle, wo die Nichtjuden und die Juden miteinander diskutieren, was für Gesetze oder Gebote befolgt werden müssen. Und im Kapitel 21, Vers 25 steht, da sagt sie dann, sie sollen nicht essen, was göttliche Opfer wurden, das ist mir klar, sollen weder Blut noch Fleisch von nicht ausgebluteten Tieren verzehren, das ist meine Frage. Und das nächste wegen Unzucht ist ja auch wieder klar. Und meine Frage, was mir natürlich gleich in den Kopf kam, ist wegen der Moslem, dass die ja kein Fleisch essen, das nicht ausgeblutet ist. Und meine Frage ist jetzt aber, wie muss das verstanden werden wegen dem Tier? Also vor allem auch wegen heutzutage, wo hat sich das, weil jetzt können wir ja alles essen, oder es war schon ich glaube auch mit der Apostelgeschichte,
nicht das Essen macht einen Unrein, sondern was in einem drin ist. Und diese Connection verstehe ich nicht. Also einerseits, ich glaube, das ist in der Apostelgeschichte, manchmal weiß ich nicht mehr ganz, wo ich Buch das wie sie, weil wir so viel lesen, dass Gott alles also erklärt, dass das ist ja der Fokus einfach, wo wir jetzt die ganze Zeit gelesen haben, nicht, dass die Nahrung macht uns unrein, sondern was in unserem Herzen und unseren Gedanken. Und deshalb ist meine Frage, warum dürfen die jetzt kein Fleisch essen? Also ich will keine Diskussion, ob man jetzt Vegetarier ist oder Fleisch essen darf, und das geht es mir nicht. Aber mehr zum Verstehen. Das mir einfach so gleich aus. Okay, so the main question is why were they not supposed to eat the meat Yes. where the blood hadn't been emptied, or why were did they need to be so careful about meat, and now we eat anything? Yes. Basically. Ja. Okay. Das ist jetzt alles. Yeah. Okay. Cool. And yes, that's not in it's not an act. It's not what goes into you that makes you unclean. Das waren einige Regeln, das That was one of the, yeah. Markus oder Ich habe das aufgeschrieben. It's definitely in Matthew. das ist mit den Weihnachtsgeboten, glaube ich, Ja. auch ein bisschen mit den Essensgeboten. Das hat man auch diese Woche. Das ist aber nicht das Konsumieren mit dem Essen und mit dem, was dich reinmacht. Das ist ein Einsatz. Also das ist doch bei Petrus mit dem Wagen und dem Tier. Das ist ein Schuh. Aber das ist eine Apostelgeschichte, aber was du meinst, das Zitat, das kann man in dem Evangelium nicht. Ja, es ist Einsatz. Okay. Good question. Sehr gute Frage. Any other questions that I need to keep in mind? Noch irgendwas, was ich mit einfließen lassen sollte? And this is not your last chance to ask questions. Ihr könnt auch nachher noch fragen, wenn ihr möchtet. Okay. And I think your question we're going to come back to several times too. But it's one of those questions that will naturally probably keep coming up. All right, so to start with, I want you to think of your home church. Zu Beginn möchte ich, dass ihr mal an eure Heimatgemeinde denkt. Or if it's been a long time since you were in your home church, think about worship services that you're comfortable with. Oder wenn ihr schon lange nicht mehr in der Gemeinde wart, dann denkt einfach mal an den Lobpreiszeit, an den Lobpreisabend, wo ihr gewesen seid, wo es euch gut gefallen hat, wo ihr euch wohlgefühlt habt. Think about maybe the castle evening if you've been here for a long time. Vielleicht auch den Schlossabend, an den könnt ihr denken, wenn ihr schon eine Weile hier seid. Whatever, think about your comfortable place of worship. Also stell dir mal so vor, einen Ort oder eine Zeit, wo euch Lobpreis gut getan hat, wo ihr euch wohlfühlt. Picture that time or that service, and think. Just take 30 seconds and think through what happens in those times. Und dann versetz dich mal in diese Zeit hinein oder diesen Ort und überleg mal, was dir da gut gefallen hat oder den Ablauf auch da dran. Ja. Wie sah das konkret aus? Yeah. Okay, does somebody have, can somebody just real quickly name 3 things that are almost always going to happen in that service that you were picturing? Also hat jemand vielleicht so 3 Hauptdinge, die jedes Mal in so einem Lobpreisabend stattfinden oder die jedes Mal ein Teil vom Lobpreisabend sind? So 3 Elemente. Or from church service? Oder von einem Gottesdienst. Lobpreisabend, Gottesdienst. Welche 3 Sachen sind da immer dabei? The children's song is never changing.
The children's song? Yes. Okay. I don't understand German, but obviously it's just one song, which personally I feel. Okay. Also das Lied für die Kinder, so they can go and do the church Ja, service, ja. Also das Lied für die Kinder, dass die für den Kindergottesdienst gehen können. Okay. What else is always going to happen? Was passiert noch immer? Worship. Yeah. What is worship? What do you? Singing. Yeah. Okay. Singing songs. Okay. Singing Es songs. wird Yes. gesungen. What else? Preaching. And the singing songs and then the preaching, are they usually in the same order? Sind die normalerweise immer in der gleichen Reihenfolge, also Lieder und dann die Predigt. Yeah. What happens if you switch that order? Was passiert, wenn man diese Reihenfolge umkehrt? People get confused and then don't know when the service ends. Die Menschen sind dann verwirrt und wissen nicht mehr, wann der Gottesdienst zu Ende ist. Yeah. Yeah. Okay, how many of you, where you come from, like if you grew up in the church or if you've been in the church for a long time, how many of you come from a church where, and does anybody come from a church where there's dancing with the singing and somebody gets up and gives a spontaneous testimony or anything like that? Wer kommt aus einer Gemeinde, wo man auch tanzt, wenn man Lobpreis macht, wenn man singt oder dass jemand spontan aufsteht, vielleicht ein Zeugnis erzählt? Anybody? It happened in my own days. Yeah? Also It happens at a Y1 base? Hier hat man Zentrum passiert ist, hin Yeah. und wieder, But not every time? auch nicht immer. Yes. Okay. How many of you come from a church situation where there are times when you sit, and where everybody sits, and there are times where everybody stands? Wer kommt aus einer Gemeinde, wo man zusammensitzt und dann steht man zusammen auf? Anybody come from one where everybody kneels at the same time? Kommt jemand da aus einer Gemeinde, wo man auch gemeinsam kniet? I have not come from, but I have seen them. Like Yes. some of the Catholic Church. Yes. Kneeling, standing, kneeling, Yes. standing. Personally, I love that, but Bei einer katholischen Kirche beobachte ich das schon hin und wieder, dann kniet man sich zusammen hin, steht wieder auf. Gefällt mir sehr gut. yeah. Here's the thing though, most of the time you walk into a worship service, Meistens gehst du in den Lobpreis hinein, whether it's a Sunday morning church service or a Thursday evening castle evening, egal ob Sonntagmorgens beim Gottesdienst ist oder ein Schlossabend donnerstags. and you know what kind of person to expect to see there. Du weißt schon, wen du erwarten kannst, wenn du hingehst. You know vaguely how things are going to progress. Du weißt eigentlich auch schon, wie der Abend ausschaut, wie der Ablauf sein wird. Even if you come from a church, I grew up in a church where there was lots of dancing and lots of yelling and lots of speaking in tongues. Und ich komme aus einer Gemeinde, wo es laut ist, wo gesungen wird, wo man in Zungen spricht, wo man tanzt. That's what, from my childhood, that's what I grew up with. So kenne ich das aus meiner Kindheit, so bin ich aufgewachsen. There was nobody appointed to give a message, but somebody would stand up and spontaneously give a message. Es gab niemanden, der dafür eingeteilt war, eine Botschaft zu geben an dem Tag, sondern jemand ist spontan aufgestanden und wurde dann benannt, etwas zu sagen. Here's the thing. You knew who was going to dance. Du wusstest schon genau, wer tanzen wird. You knew who was going to get up and give a testimony. Du wusstest genau, wer aufstehen wird, wer ein Zeugnis geben wird. You could figure out between 3 or 4 different people who was going to stand up and give a long message. Du wusstest, wenn du so 3, 4 Leute anschaust, wusstest du immer, dass einer der 3, 4 Leute die Botschaft für den Tag geben wird. And depending on who stood up, you were pretty sure of the basic theme of the message too. Und je nachdem, wer von diesen 3, 4 Leuten aufgestanden ist, wusstest du auch, in welche Richtung die Botschaft gehen wird oder welches Thema die Botschaft hat. And you knew who was going to start yelling in tongues. Du wusstest, wer in Zungen reden wird oder rufen wird. And I don't mean to make fun of this. Und ich möchte mich auch nicht lustig machen darüber. My point is, no matter
there's a huge spectrum of worship in the church. Aber was ich sagen möchte, ist, dass Lobpreis ganz unterschiedlich in der Gemeinde aussehen kann. And but